Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Guten Tag und herzlich willkommen erneut zu unserer Sendung Visite. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind und vor allen Dingen auch ganz herzlichen Dank für die vielen Zuschriften, aus denen ich natürlich immer einige wähle und sie hier heute präsentiere. Und ich möchte auch gleich beginnen mit einer Zuschrift einer 87-jährigen Patientin, die berichtete, dass sie immer wieder Brustkrebs bekam und das letzte Mal jetzt vor einigen Jahren, und nun ist sie schon bereits 87. Ganz lieben Dank für diese Zuschrift. Ihre Frage war: Ich habe immer wieder dann den Brustkrebs bekommen, wenn hinter mir große psychische Ereignisse standen. Und im Rahmen einer schweren Stresssituation ist es jedes Mal in meinem Leben mit einer neuen Diagnose Brustkrebs verbunden gewesen. Sie hat daraufhin ihren Hausarzt gefragt, ob es dort Zusammenhänge gibt, und der hat es verneint, beziehungsweise es gebe hier nicht einen kausalen Zusammenhang, das sei nicht erwiesen. Ich muss dem schon widersprechen, weil wir können die psychische Ebene jetzt in keinster Weise als etwas Alleiniges stehen lassen. Der Körper ist selber in seiner Koordination und Selbstkoordination und Selbstregulation immer auf Signale angewiesen. Und eine psychische Stressbelastung, die so weit geht, dass es auch den zum Beispiel Konflikt oder Tod eines Kindes zu beklagen gibt und viele andere Dinge, löst etwas aus. Das heißt, wir sind mit unserer Körperchemie immer das Ergebnis unseres Lebens. Ein Beispiel: Eine Familie mit 2 Söhnen und einer Tochter erlebt im ersten Jahr die Hodentumorerkrankung des ältesten Sohnes. 1 Jahr oder 2 Jahre später hat der mittlere Sohn Hodentumor. Und 2 Jahre später hat der Vater Hodentumor. Und auch da erfolgte die eindeutige Antwort, also mit psychischen Belastungen hat das überhaupt nichts zu tun. Es gibt aber in dem Moment hier keine genetische Disposition. Es gibt nur die Tatsache, dass es eine mit sich sehr glückliche Familie ist. Aber es muss etwas gegeben haben, was diese Familie gemeinsam getragen hat. Und das gab es. 2010 sind die Großeltern, also der Vater und die Mutter des Vaters, also die Großeltern dieser beiden Söhne, mit der Concorde abgestürzt. Die Tatsache dessen, was in einem Schockerlebnis passiert, hat schon Ricke Hamer damals nachgewiesen. Und er hat noch nicht den Zugang zur Medizin gefunden, dass heute all dieses Wissen etabliert ist. Man ist da auf beiden Seiten in eine ziemliche Machtposition geraten. Aber was er uns als Erbe hinterlassen hat, war die Tatsache, dass er uns erklärt hat, wie solche Zustände über das vegetative Nervensystem sich genau auf diesem Punkt mit dem Konfliktproblem, äußern. Und er hat nachgewiesen, warum wir einen Brustkrebs auf der rechten Seite erhalten, warum wir ihn auf der linken Seite erhalten. Er hat nachgewiesen, dass es wichtig ist zu wissen, ist die Frau eine Rechts- oder Linkshändlerin? Ist es ein Partner? Ist es ein Mutter-Kind-Konflikt? Das ist ein Wissen, was nicht gelehrt wird, aber
Es gibt heute allein durch die Beobachtungen, wenn ein Patient zu mir kommt mit einer Tumorerkrankung, dann schaue ich immer nach, was hat denn damals Hamer dazu gesagt, nach welchen Dingen muss ich fahnden, was muss ich wissen, was hat dieser Mensch durchlebt und was hat auch in ihm verändert. Wir hatten die Problematik einer Tumorerkrankung schon im Rahmen dieser Visitesendung beschrieben. Aber gerade beim Brustkrebs und bei dieser älteren Dame, von der ich jetzt nicht mehr weiß, wie es behandelt wurde und, hat ganz sicher eine Veränderung auch in ihr provoziert. Das ist nicht nur das Schicksalserlebnis, welches sie durchlebte, den Stress, den sie erlebte. Es ist die Anpassung des Körpers, der genötigt war, jetzt im Rahmen einer Stressperiode sich auch zu erschöpfen. Und wir kennen den Zusammenhang zwischen Adrenalinmangel und der Entstehung von Tumor. Wir kennen den Zusammenhang zwischen Stress und einer Exacerbation einer Viruserkrankung. Denken Sie nur, dass oft Menschen Gürtelrose bekommen, die ein Schockerlebnis hatten oder überfordert waren oder ein Autounfall. Es war jetzt eine Patientin bei mir mit einer schweren Herpeserkrankung im Gesicht. Sie hatte vor 6 Wochen die Katze verloren. Das möge für den einen oder anderen gar nicht das Problem sein, aber für die Patientin war es ein großes Problem, weil die Katze war ein Stück, das war ein Teil der Familie und sie ist vor ihren Augen überfahren worden. Und sie hat so eine innige Liebe und ein inniges Verhältnis zu diesem kleinen Tier gehabt, über fast 19 bis 20 Jahre. Das hat nicht gereicht. 2 Wochen später bricht der Mann vor ihr im Restaurant zusammen und fällt zu Boden, sodass dieser Verlustkonflikt das 2. Mal geht. Der wichtigste Person in meinem Leben an meiner Seite hat ausgelöst, dass im Rahmen eines Schockes das Signal für die Immunleistung nach unten manövriert wird. Das heißt, in dem Moment kann alles exacerbieren. Jedes Virus kann reaktivieren, jedes Schockerlebnis kann eine Veränderung machen. Und diese Frau kriegte dann ihre starke Herpesbelastung im Gesicht. Und der Hausarzt verneinte das, das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Das tut mir leid, aber das hat einen immens großen Zusammenhang. Und ihre Möglichkeit, ihre individuelle Möglichkeit, etwas zu tolerieren, etwas zu kompensieren, etwas zu akzeptieren, ist immer größer, wenn sie in sich einen Frieden haben. So wie sie in Stress geraten, muss der Körper ja auch Energien lenken. Lenkt er die Energie jetzt im Rahmen einer Flucht- und Kampfsituation in den Stress, dann kann er nicht für Regenerationsleistung sorgen. Dann kann er nicht für ein Hormongleichgewicht sorgen. Dann kann er auch nicht vielleicht genug Melatonin produzieren, damit sie gut schlafen. Das geht immer auf Kosten seiner Gesundheit, seiner Regenerationsleistung. Und deshalb ist es so wirklich ganz bewundernswert, denn die ältere Dame hat sich ja ganz sicher immer wieder aus diesen schweren Lebenssituationen tapfer heraus manövriert. Das hat schon was damit zu tun, dass manche Menschen auch im Rahmen einer Tumorerkrankung in eine furchtbare Starre erfahren. Und dieses Damoklesschwert hängt über ihnen und diese Vision, dass man vielleicht diese Tumorerkrankung nicht überlebt, wiegt so schwer, dass natürlich im Unterbewusstsein ständig eine Angst sich breit macht. Und es ist eine ganz große und unglaubliche persönliche Haltung, im Rahmen seiner Erkrankung in einer Ruhe zu bleiben. Menschen, die ich erlebe, die mit den schwersten Erkrankungen unglaublich lange leben und überleben, sind alle die, die mit der Diagnosestellung und mit dem Weg, den sie jetzt gehen, alles abgeben und sich nicht über etwas
Göttliches hinwegheben, dass Sie entscheiden, wie lange Sie leben, sondern jetzt sich auf das konzentrieren, was Sie brauchen. Denn nur im Rahmen einer inneren Balance, im Rahmen einer inneren auch Bereitstellung, Sie haben eine Immunleistung, die können Sie bis zum Mount Everest messen, wenn Sie zum Beispiel verliebt im Regen stehen. Da können Sie die ganze Nacht im Regen stehen. Das wird Ihnen nichts passieren. Aber ob Sie einen Herpes-Virus-Infekt bekommen und Sie sind kalt geworden und haben den Mantel vergessen und sind durchgenässt, sind aber auch völlig gestresst und übermüdet, dann wird Ihr Körper schon dafür sorgen, dass Sie jetzt Ruhe haben und Sie werden eine richtig schöne Virusgrippe durchmachen können, weil die Viren erst durch diesen Prozess reaktiviert werden. Und das zu verstehen, ist natürlich eine sehr, sehr wertvolle Blickrichtung auch auf ein Tumorgeschehen, welches diese ältere Dame hier beschrieb. Und ich kann Sie da eigentlich nur wirklich sehr, sehr unterstützen, dass Sie mit Ihrer Intuition richtig gelegen haben. Und manchmal sind es ja auch diese lebenswirklichen Schicksale, die wir durchleben müssen, um irgendwo aus diesem Prozess dann gestärkt herauszukommen. Und 85 oder 87 Jahre alt, das finde ich schon ganz, ganz großartig und wünsche Ihnen an dieser Stelle von ganzem Herzen noch ein ganz erfülltes und eine schöne Zeit in diesem Erdendasein. Ja, das war so die Frage dieser Patientin, die zum 5. Mal Brustkrebs hat. Und vielleicht darf ich mich noch einer kleineren Frage widmen. Da hatte jemand so die Bitte zu erklären, warum man immer so stark niesen muss. Und Niesen kann ja auch ein suballergisches Problem sein. Niesen kann ein Problem sein, dass der Körper um eine Entlastung bittet, genauso wie wenn Sie immer wieder auch hier verstärkten Schleim haben und immer wieder abhusten müssen. Das sind ja Prozesse, die er nicht willkürlich macht und auch nicht braucht, aber die er benötigt für einen Prozess, der ihn belastet. Und währenddessen wir schon mal sprachen, immer wieder über auch Schleimhäute und Nase, muss ich Ihnen sagen, wir müssten uns eigentlich als Menschen viel mehr um unsere Schleimhäute kümmern. Weil die Schleimhäute, egal ob es die Augen sind, ob es die Nase ist, ob es der Mund ist, der Rachen, die Speiseröhre, der Darm, die Bronchien, die Blase, das sind alles wertvolle Immunbarrieren, die uns den ersten Kontakt mit der Außenwelt überhaupt gewähren, aber die natürlich dafür auch Sorge tragen müssen, dass ein Fremdling, ein Eindringling von dem Immunsystem erkannt wird, um dann entsprechend auch im Körper um eine gewisse Präsenz zu bitten und da zu bleiben. Wenn der Körper nicht in der Lage ist, dieses Fremdallergen, zum Beispiel bei der Allergie, wenn er sieht, er erkennt es nicht und er kann es auch jetzt nicht unwillkürlich passieren lassen, dann löst es vielleicht ein Problem aus. Dann hat er schon genug Mechanismen entwickelt, um das abzuwehren. Das ist dann die Überreaktion. So haben Sie zum Beispiel bei einer Pollenallergie im Frühjahr auf Birkenpollen so ein ganz schreckliches Niesen. Und dieses Niesen ist gar nichts anderes, als dass der Körper beim Kontakt mit diesen Schleimhautpollen diesen Kontakt loswerden will. Hatschi! Aber genauso ist es auch, dass er jetzt durch diese Entzündungsreaktion und durch diesen starken auch Tränenfluss es auswaschen will aus den Augen. Das sind ja auch Kontaktflächen, die Bindehäute der Augen. Und diese Immunleistung der Schleimhaut, die können Sie eigentlich sehr schön messen. Das ist das sogenannte sekretorische IgA. Das ist ein Wert, den können Sie aus dem Blut entnehmen. Sie können das auch im Rahmen der
Stuhluntersuchung aus der Stuhlprobe entnehmen. Aber die Intaktheit oder die Stärke dieses sekretorischen IgAs, das zeigt nämlich das Mucosa-Enzymsystem der Schleimhaut, die ist es, die sie wieder regenerieren müssen. Und ein starkes Niesen hat immer irgendwas im Hintergrund, dass der Körper etwas abwehren will, was ihn belastet, was sie vielleicht überhaupt noch gar nicht wissen. Ich habe früher sehr viel gearbeitet mit den Immenhäuser-Eigenbluttropfen, weil es kam ein Patient, der hatte eine unklare Allergie. Er hat was gegessen und auf einmal ging das los und alles war angeschwollen und Luftnot, ist aber beängstigend. Und stand dann schon unter Dauerkortison. Und man hat eigentlich kein Allergen gefunden, sodass der Patient auch gar nicht wusste, worauf, nahrungsmäßig und so weiter. Und ich weiß noch damals, wie ich diesen Patient dann immer wieder mit Eigenblutinjektion behandelt hatte. Und später nahm der nur noch die Eigenbluttropfen. Das heißt, man verschüttelt dann mehrmals diese Tropfen man kommt dann auf verschiedene Potenzen. Und allein dieses Eigenblut hat immer dann die Information dem Körper präsentiert, wenn es gar nicht in der Masse vorrätig war. Aber das Blut hat ja die Information gespeichert. Und es war so schön zu erleben, wie dieser Patient so von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gar nichts mehr brauchte. Und es ist auch überhaupt gar nichts mehr aufgetreten, was dann am Anfang noch mal so kommen wollte, die Zunge war. Und jetzt ging das ja immer los. Das ebbte ganz schnell wieder ab. Und auch bei Kindern habe ich das ganz, ganz viel erlebt, gerade asthmatische Kinder, die nie mehr zum Kindergeburtstag gehen konnten, weil sie dort Pferde waren mit Pferdehaarallergie. Nein, es liegt niemals am Allergen, es liegt immer an dem überschießenden Überreaktion meines Immunsystems. Und im Rahmen dieser Situation jetzt, wenn man sagt, was ist, wenn ich immer zu niesen muss man natürlich ganz stark die Schleimhautsituation anschauen. Aber keine Therapie geht dahin, ohne erst mal zu wissen, was ist im Darm los. Es kann sein, dass die Reaktion am Darm, vielleicht zumindest, Sie sind allergisch auf Hühnereiweiß, wissen das nicht, Sie essen das, wissen das nicht, alles gut, wissen das nicht. Aber 3 Tage später sind wieder diese Niesattacken. Oder Sie kriegen asthmatisch Druck, weil Sie vielleicht eigentlich die Milch meiden, aber da gab es Kondensmilch und naja, Sie hatten auch keine andere laktosefreie Milch oder wie auch immer. Sie kamen in Verbindung mit Milch, auch unbewusst, und haben 3 Tage später den Asthmaanfall. Man muss sich schon kümmern und es geht oft auch gar nicht mal um eine sofort allergische Reaktion, sondern wir sprechen von IgG-vermittelten Fernreaktionen. Das heißt, wir sprechen über die Entzündung, die dann auftritt und auch eine multiple Problematik dann provozieren kann. Und das ist das Niesen und auch das Laufen der Nase heißt immer wieder auch über die Nasenschleimhäute etwas loszuwerden. Ne, der Reckeweg hat zum Beispiel die sogenannte Homotoxikologie entwickelt und er hat 6 Phasen entwickelt. Die erste Phase zum Beispiel die Exkretionsphase. Also ich gehe jetzt zu einem Fest und hatte einen stressreichen Tag, muss noch in der Not schnell ein Geschenk kaufen und am Abend ist die große Feier. Ich bin ausgehungert und esse das Buffet rauf und runter und in der Nacht geht das los mit einem wahnsinnigen Erbrechen und vor allen Dingen Durchfall. Das muss gar nicht irgendwie der Salmonellen-Kartoffelsalat gewesen sein. Das war einfach, der Tag war so stressreich, dass die Verdauungskraft gar nicht zur Verfügung stand und der Körper hilft sich. Das ist seine Selbsthilfe, erstmal nach oben und nach unten Entlastung zu schaffen. Sie tun gut daran, wenn Sie diesen Entlastungsweg jetzt nicht durch Imodium blockieren.
Das Gleiche ist, wenn ich zum Beispiel, jetzt ist es Sonnabend und ich habe das Geschenk schon vor 4 Wochen gekauft und alles liegt bereit und mein Friseurtermin ist pünktlich, ich brauche nicht arbeiten, schlafe noch am Nachmittag vor, bin auch hungrig, weil ich habe extra das Mittag ausgelassen, aber ach, ich genieße das Buffet und ich esse viel zu viel, aber mir geht's so gut. Daran sehen Sie, dass diese Exkretionsphase, die wird gar nicht benötigt. Und dann, wenn der Körper das nicht loswerden kann, weil Sie schnell den Durchfall stoppen oder wie auch immer, er ist mit diesem Prozess noch nicht fertig, geht er über auf die Entzündungsphase. Wenn also Toxine drin bleiben, kann der Körper nur über die Entzündung gehen. Das sind dann so die Harnsäurekristalle zum Beispiel. Oder auch rheumatische Prozesse auf Bindegewebsebene, die sich immer wieder entzünden. Und die dritte Phase ist dann die Phase, in der etwas einfach manifest wird. Und diese Manifestationsphase heißt, jetzt gibt es den Knoten, jetzt beginnt die Arthrose, jetzt beginnt etwas, was er einfach so jetzt auf dieser Ebene irgendwie persistent fixiert. Und dann kommt der große biologische Schnitt. Und nach dem biologischen Schnitt entstehen andere Phasen und dann entsteht auch Krankheit auf zellulärer Ebene. Und das sind ganz wichtige Prozesse, die man verstehen muss, weil unter dem Aspekt, dass unser Körper keinen Fehler macht, müssen wir akzeptieren, dass er jetzt diese Entlastung braucht, dass er jetzt dieses Niesen braucht, dass er jetzt diesen Husten auch braucht, dass er jetzt diesen Durchfall braucht, dass er jetzt ganz stark in der Nacht schwitzt. Das ist immer ein Zeichen, dass er nach außen versucht zu entlasten. Und für meine Begriffe haben wir so eine Prozesse nicht im Vorfeld, bevor wir auch nicht analysieren, was steckt dahinter, im Vorfeld zu blockieren. Es ist ja wunderbar, dass es ganz viele Medikamente gibt, die mal im Moment einen Prozess uns weniger leidbar machen. Es ist ganz toll, dass wir wissen, es gibt da schon eine Schmerztablette, wenn es schlimm ist, aber wären Sie mit einer Schmerztablette über Wochen, Monate zufrieden und der Zahnarzt hilft Ihnen nicht, den Herd wirklich zu finden und Sie da zu entlasten? Und das ist gerade so im Bereich der Schleimhäute, natürlich auch gerade bei Frauen, die langsam in die Menopause gehen, eine große Frage. Die Gesundheit der Schleimhäute ist für uns alle, auch für die Männer, hormonabhängig. Das heißt, das sind alles Fragen, die man sich stellen muss und auch solchen Dingen bitte nachgehen, wenn man an einer Symptomatik leidet, die immer wieder präsent ist, aber die eigentlich nur für den Körper ein kleiner Hilfeschrei ist. Bitte hilf mir im Rahmen meiner Allergie. Und dann nutzt es für meine Begriffe nicht so ganz viel, dass man eine Desensibilisierung macht mit all den Sicherheitsvorkehrungen, die Menschen dann 2 Stunden nicht aus der Praxis belässt. Die können sicher vielleicht für die nächsten Jahre dann gegen dieses Allergen die Symptomatik abschwächen. Aber der Grund der Allergie ist damit nicht geklärt. Und ich habe da schon meine berechtigten Sorgen und Nöte, um zu sehen, wie manchmal aus einer Allergie dann noch eine wird und dagegen oder auch Nahrungsmittelallergien bitte, die entstehen, da sind Parasiten dahinter. Und wenn man die Parasiten nicht erkennt, wird man auch eine Nahrungsmittelallergie nicht behandeln können. Also diese Sofortallergie. Ich kriege mit Mandeln sofort hier einen anschwellenden Hals oder werde puderrot oder nach ganz anderen Nahrungsmitteln oder auch Pflanzen oder wie auch immer Erdbeeren. Achten Sie wirklich darauf und finden Sie auch einen Kollegen oder eine Kollegin, die mit diesen Dingen sehr vertraut ist. Und gehen Sie den Dingen auch bitte auf den Grund. Medizinisch müssen wir einfach bitte unsere Oberflächlichkeit verlieren. Wir müssen auch verlieren den Fakt, dass alles so furchtbar einfach ist zu behandeln. Wir müssen die Ernsthaftigkeit dieser Dinge sehen und wir müssen sie von der Ursache an behandeln. Wenn wir das nicht tun,
dann werden wir immer wieder den Körper in eine große Lieblosigkeit auch helfen. Und die Belastung, die unser Körper heute zu tragen hat, ist um ein Vielfaches höher, um ein Vielfaches schwerer und auch um ein Vielfaches dramatischer, weil was ich beobachten kann, ist, dass Krankheiten immer mehr aus einem Alter nach vorne rücken. Oder können Sie darüber hinwegsehen, dass wir schon bei Kindern Ansatz zur Osteoporose finden? Da können wir nicht sagen, das können wir jetzt so ein bisschen mit Kalzium wieder in den Griff kriegen. Oder dass Kinder eine juvenile Rheumatoid-Arthritis, sagen wir dazu, dass 6-jährige Kinder schon ein Rheuma haben. Das können wir nicht tun, diesen Kindern nur Cortison geben oder Antirheumamittel. Dahinter gibt es Ursachen. Und wenn ein Arzt Grenzen hat, dann steht jedem Arzt das zu. Auch wir haben unsere Grenzen. Aber dann müssen wir Wege finden, dann müssen wir Kollegen finden und dann müssen wir zu einer Gemeinsamkeit uns zusammenschließen, denn wir brauchen uns alle. Wir brauchen den Diagnostiker, wir brauchen den Notfallarzt, wir brauchen die Kardiologen. Aber wir brauchen, und das ist das Entscheidendste, wir brauchen immer den Blick auf den ganzen Menschen. Und daher heißt jede Diagnose bei mir ist immer der Name des Patienten, weil es mir völlig egal ist, ob Sie dazu MS oder Parkinson oder Tumor sagen. Es ist eine Erkrankung, die sich in diesem Menschen hat entwickeln können. Und wir können ihn nicht da hinausführen, wenn wir nicht spätestens dann, und mein Wunsch ist es, dass wir medizinisch ganz andere Untersuchungen zur Basis wählen, dass wir all diese Dinge Ihnen schon vorher ans Herz legen können, was es von Ihnen benötigt. Denn nur Sie alleine entscheiden, was Sie einkaufen, wie Sie leben, ob Sie bei einem Mann bleiben, der trinkt und sich und Ihre Familie in den Grund zieht. Sie entscheiden, ob Sie in dieser Welt so leben wollen oder so leben wollen. Und da geschieht ganz viel unbewusst. Und das ist auch überhaupt keine Schuldzuweisung, die ich jetzt verstanden wissen möchte. Aber viel entsteht bewusst. Und Sie entscheiden, ob Sie Ihr Handy nachts anlassen oder ob Sie WLAN nachts ausschalten. Das sind Brandbeschleuniger für die heutigen Erkrankungen. Und all diese Verantwortung, die möchte ich immer in der Hand des Patienten wissen, weil Sie dürfen entscheiden, was Sie wollen. Aber ich empfinde als Arzt auch eine immens große Verantwortung für Sie, weil Sie vertrauen sich mir an. Also habe ich mit Ihnen gemeinsam einen Weg zu finden, wo Sie diese Erkrankung oder sich und Ihren Körper so gut wie es geht aus dieser Erkrankung herausführen können, weil Sie haben ihn auch in diese Erkrankung geführt. Und es ist zu leicht zu glauben, dass alles nur genetisch oder idiopathisch oder alles hat Ursachen. Und wir können heute schon ganz schön viel erkennen und wissen, es braucht nur auch das Wollen und die Tiefe und die Zeit und die Konzentration auf diese Dinge. Aber dann kann man schon Unglaubliches viel bewirken. Und ich kann mich überhaupt nicht an Dingen beteiligen, die heißen, das ist chronisch. Wer sagt das? Chronisch sagt doch nur jemand, der keinen Plan hat, diese Krankheit zu verstehen. Und wenn ich nicht verstehe, wie Krankheit entsteht, dann werde ich sie immer nur an der obersten Ebene versuchen zu erhalten. Und ich glaube, das muss aufhören und das muss endlich mal auch im Anliegen sein von uns Medizinern, damit wir sie auch schützen und sie auch bewahren können vor dem sie vielleicht ein bisschen unbewusst hineinlaufen und würden es gern im Vorfeld verändern. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Geduld und vor allen Dingen auch für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr auf den nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.